Freunde, hallo zusammen. Mein Name ist Frederik. Und das hier soll nicht einfach noch ein YouTube-Video werden, sondern eher ein großes, ehrliches Gespräch. Ohne Pose, ohne Pathos, ohne die Mantra Erfolg, Erfolg, Erfolg. Macht es euch bequem, vielleicht seid ihr gerade im Auto, im Fitnessstudio, in der Küche, im Bett vor dem Einschlafen oder mit Kopfhörern auf der Straße unterwegs. Wo auch immer ihr seid, diese Folge ist für euch. Worum es in dieser Folge geht und warum das überhaupt wichtig ist. Ich bin immer mehr überzeugt. Der größte Megatrend der Welt ist im Moment die mentale Gesundheit. Nicht Blockchain, nicht Metaverse, nicht der nächste Hype, sondern das, was in unserem Kopf und in unserer Seele passiert. Das ist keine schöne Floskel, das ist Panikattacken bei Menschen, die eigentlich alles haben. Schlaflose Nächte bei Unternehmern und Topmanagern. Burnout bei denen, die jahrelang Familie und Job auf ihren Schultern getragen haben. Leeregefühl bei Menschen, die scheinbar alles erreicht haben, wofür sie 10 bis 20 Jahre gearbeitet haben. In diesem Video möchte ich erzählen, wie ich selbst auf Stress, Angst, Sinn und Energie schaue. Teilen, was ich von Menschen gelernt habe, die viel tiefer und weiser sind als ich. Und vor allem euch keine fertigen Antworten geben, sondern Fragen, bei denen es im positiven Sinne erst etwas ungemütlich wird und danach klarer. Wenn euch Themen wie mentale Gesundheit, Sinn, Stress, körperliche Gesundheit und unsere Zukunft interessieren, bleibt bis zum Ende dabei. Am Schluss bitte ich euch um etwas ganz Konkretes. Abonniert den Kanal und schreibt, was das bei euch ausgelöst hat. Wer ich bin und warum mir das nicht egal ist. Ich bin kein Professor für Psychiatrie, kein Arzt, kein Neurowissenschaftler. Ich heiße Frederik und gehe, wie die meisten von euch, meinen eigenen Weg. Mit Fehlern, mit Erfolgen, mit gescheiterten Projekten, mit unerwarteten Wendungen, mit einer Angst, die oft stärker ist als die Realität. Ich bin nicht in einer sterilen, problemlosen Welt aufgewachsen. Es gab Phasen, in denen ich nachts aufgewacht bin mit dem Gefühl, ich werde alles vermasseln. Ich mich so sehr reingesteigert habe, dass es sich anfühlte, als würde mir das Herz aus der Brust springen. Ich genau das gelebt habe, was Mark Twain beschrieben hat. Ich habe ein Leben voller Unglück und Sorgen gelebt, von denen die meisten niemals eingetreten sind. Und irgendwann habe ich verstanden, ich selbst erzeuge mir 90% dieser Unglücke in meinem Kopf. Die Welt bricht gar nicht zusammen, ich schaue nur falsch auf sie. Die Ereignisse sind nicht böse, ich hänge ihnen Etiketten an. Dann fing ich an zu graben. In Philosophie, Psychologie, Biologie, in Geschichten von Unternehmern, Ärzten, Mentoren. Ein Teil von dem, was ich gesammelt habe, steckt in diesem Video. Das ist mein persönlicher Bericht darüber, wie ich Stress, Sinn, Energie und Zukunft sehe. Stress, Feind oder Trainingsgerät? Von klein auf wird uns mit dem Wort Stress Angst gemacht. Aber ehrlich, unser Körper ist eigentlich für Stress gemacht. In uns arbeiten zwei große Systeme. Homöostase hält das System stabil, Temperatur, Blutdruck und so weiter. Allostase bereitet uns auf zukünftige Belastungen vor. Stellt euch ein Fitnessstudio vor. Ihr hebt eine Hantel, reißt Muskelzellen. Die Muskeln denken, dieser Verrückte hat heute 10 Kilo gehoben, wir müssen uns dringend auf 15 Kilo vorbereiten, vielleicht hebt er nächstes Mal mehr. Der Körper wird stärker. Genauso ist akuter, kurzer Stress ein Trainingsgerät für Psyche und Körper. Das Problem ist nicht der Stress an sich. Das Problem ist der chronische, dauerhafte, klebrige Stress, der nie ausgeht. Auf den hat uns die Evolution nicht vorbereitet.
Ereignisse sind neutral, wir färben sie ein. Je älter ich werde, desto klarer sehe ich, Ereignisse an sich sind neutral. Wir geben ihnen die Farbe. Es fängt an zu regnen. Der eine: Katastrophe, alles ist verdorben. Der andere: Super, die Luft wird frisch, weniger Staub. Das Problem ist nicht der Regen, das Problem ist, dass du keinen Regenschirm dabei hast oder dass deine Erwartungen nicht zur Realität passen. Stress ist in den meisten Fällen Kollision von Erwartung und Realität, multipliziert mit unserer inneren Unvorbereitetheit. Angst: Beschützer oder Henker? Angst ist kein Fehler im System, sie ist ein evolutionärer Mechanismus, der uns vor realer Gefahr warnen soll, uns einen Energieschub gibt, um zu handeln, Fight or Flight. Nützliche Angst ist: Ich sehe eine reale Bedrohung, ich muss mich mobilisieren und handeln. Schädliche, zerstörerische Angst ist: Es gibt keine akute Bedrohung. Der Körper pumpt aber schon Cortisol und Adrenalin. Wir leben monatelang in Szenarien. Was wenn? Stell dir vor, dass. Es geht bestimmt schief. Und hier hat Mark Twain wieder recht. Wir leben eine Menge von Unglücken vorweg, die in Wirklichkeit nie passieren. Ich habe mich selbst 1000-mal dabei erwischt. Im Kopf Weltuntergang. In der Realität nur eine schwierige Aufgabe, die man in Schritte zerlegen kann. Mentale Gesundheit als Megatrend und die Erosion der Sinne. Heute schreiben große Banken, Analysten, Thinktanks im Grunde alle das Gleiche. Der wichtigste Megatrend der nächsten Jahrzehnte ist mentale Gesundheit. Warum? Weil die Grundökonomie in vielen Ländern besser gelöst ist als früher. Es genug Nahrung, Dinge, Entertainment gibt, aber immer weniger Sinn. Früher war es relativ simpel. Man musste überleben, die Familie ernähren, sich kleiden, ein Dach über dem Kopf haben. Man lebte in der Logik: Ich arbeite, ich überlebe, ich erfülle mein biologisches Programm. Heute kommen auf die Bühne künstliche Intelligenz, Roboter, Automatisierung von allem, was automatisierbar ist. Und die Frage taucht auf: Wenn Roboter produzieren, liefern, bedienen können, wenn KI mehr weiß als ich, wozu soll ich mich dann noch anstrengen, lernen, entwickeln? Wir lösen wirtschaftliche Probleme und schneiden gleichzeitig den Sinn weg, wenn unser Sinn nur auf Überleben und Konsum basiert hat. Ergebnis: eine Welle von Burnout, Depression, Suiziden, eine Generation von verlorenen 30- bis 40-Jährigen, die scheinbar alles haben und doch nicht leben wollen. Woher kommt echte Energie, wenn nicht aus Kaffee und Supplements? Ich habe lange darüber nachgedacht, woher Menschen wirkliche Energie nehmen, nicht die aus Zucker und Espresso. Für mich fühlt es sich so an: Energie ist ein Produkt von Sinn. Klar, es gibt die Physiologie, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Hormone. Aber schaut euch das Leben an. Es gibt Menschen, die mit minimalem Treibstoff unglaubliche Dinge stemmen. Und man fragt sich: Sind die aus Titan? Ihre Augen leuchten, man muss sie nicht motivieren, vom Sofa aufzustehen. Ihr Problem ist eher: Wie bremse ich rechtzeitig? Warum ist das so? Bewusstes und Unbewusstes, eine kleine innere Firma. Stellt euch vor, euer logischer Verstand, Neokortex, ist der Geschäftsführer. Euer Unterbewusstsein ist der Lagerverwalter, der die Energie rausgibt. Der Geschäftsführer kommt reingestürmt und sagt: Wir müssen dringend Geld verdienen. Das Team fragt: Wozu? Geld ist Möglichkeiten und Möglichkeiten sind Freiheit. Logisch klingt das toll, aber der Lagerverwalter, Unterbewusstsein, sagt: Freiheit ist auch Verantwortung. Möglichkeiten sind auch Risiken. Wir haben bisher doch ganz gut gelebt. Wozu die Extrabelastung?
Wenn das Unterbewusstsein keinen tiefen Sinn in dem sieht, was ihr tut, dann öffnet es den Energiespeicher nicht. Von außen sieht das so aus: Prokrastination, Trägheit. Ich kann mich nicht aufraffen. Ich habe keinen Drive. In Wahrheit kein Einverständnis zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Kein Sinn, der stark genug ist, um sich anzustrengen. Mission, Berufung und die Feder in uns. Ich glaube immer mehr, dass jeder Mensch einen eigenen Auftrag hat. Nennt es, wie ihr wollt: Berufung, Mission, Aufgabe, Weg. Fakt ist, wir sind alle verschieden. Jeder hat einzigartige Fingerabdrücke, eine einzigartige Netzhaut, eine einzigartige Kombination aus Talenten und Neigungen. Wäre es für einen Schöpfer oder die Evolution, wenn euch das näher ist, effizient, uns wie identische Schrauben vom Band zu produzieren? Wahrscheinlich ja, wenn wir alle dieselbe Aufgabe hätten. Dass wir so verschieden sind, spricht dafür, dass unsere Aufgaben unterschiedlich sind. Warum sieht ein Löffel nicht aus wie eine Gabel? Weil die Aufgaben andere sind. Mit der Gabel kann man Suppe löffeln, mit dem Löffel Fleisch schneiden, aber es ist mühsam. So ist es auch mit Menschen. Maximale Effektivität und das Gefühl, ich bin am richtigen Platz, entstehen, wenn ihr das tut, was euch wirklich gut gelingt. Ihr es liebt und andere es brauchen. Dort liegt die Richtung eurer Mission. Wie den eigenen Sinn suchen, ohne Esoterik. Ich sehe für mich ein paar Schritte. Erstens: Akzeptieren, dass nichts einfach so passiert. Alles hat Gründe. Jeder hat seine Konstellation von Umständen. Zweitens: Auf die eigenen Gaben und Neigungen schauen. Was konnte ich immer schon leichter als andere? Wobei vergesse ich die Zeit? Wofür danken mir Menschen immer wieder, selbst wenn ich es nebenbei mache? Drittens: Fragen. Was davon ist wirklich nützlich für andere? Jede echte Berufung führt früher oder später zu Dienst. Dienst ist kein Sklaventum, sondern das, was du aus innerem Antrieb tust, tut anderen gut. Viert: Verstehen. Je mehr Nutzen, desto mehr Energie. Wenn du nicht nur dein eigenes Leben beeinflusst, sondern das Leben von Dutzenden, Hunderten, Tausenden, kommt ein ganz anderer Level an Motivation zurück. Für mich ist Glück gleich tiefes Gefühl der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben durch das Erfüllen der eigenen Mission. Nicht, weil alles perfekt ist, sondern weil du tust, wofür du da bist. Große Ziele als Schlüssel zur Entfaltung des Potenzials. Eine wichtige Erkenntnis für mich: Das Potenzial eines Menschen entfaltet sich nicht einfach so. Es entfaltet sich, wenn ihr euch große Ziele setzt, die ein bisschen Angst machen, offensichtlich größer sind als ihr heute, euch zwingen zu wachsen, zu trainieren, euer Denken, Umfeld und Gewohnheiten zu verändern. Setzt ihr die Latte niedrig, müsst ihr euch nicht besonders anstrengen. Hängt ihr sie hoch, wird klar, ohne Training, Disziplin, neue Überzeugungen geht es nicht. Unternehmer sind Menschen, die Zielerreichung zur Gewohnheit gemacht haben. Große Menschen sind die, die von ihrem großen Ziel groß gemacht wurden. Körper, Gesundheit und Investitionen in Menschen. Jetzt zum Körper. Ich sehe immer deutlicher, wie jemand mit seinem Körper umgeht, so geht er meistens mit seinem ganzen Leben um. Stellt euch zwei Gründer vor. Erstens: Geniale Idee, brennende Augen, aber schläft kaum, lebt von Energy-Drinks, Fastfood und Stress. Körperlich weich, völlig aus dem Rhythmus. Zweitens: Ebenfalls starke Idee, aber achtet zumindest grundlegend auf Schlaf, bewegt sich, isst halbwegs vernünftig, kann auch mal runterfahren und regenerieren.
Wenn man nicht auf den 3-Monats-Hit, sondern auf einen Marathon von 5 bis 10 Jahren schaut, ist es logischer, in den zweiten zu investieren. Nicht, weil der erste schlecht ist, sondern weil Start-ups lange Distanzen sind und die stemmt nicht nur das Hirn, sondern eine Kombi aus Denken plus Körper plus Energie plus Sinn. In meinem Leben habe ich bisher keinen wirklich erfolgreichen, chronisch schlappen Menschen gesehen. Alle, die ich als Vorbilder sehe, sind energiegeladen. Das liegt nicht nur an Kaffee und Genetik, es liegt an Sinn, Disziplin und grundlegender Selbstfürsorge. Wohin wir steuern? Stress, KI, Unsterblichkeit und Selbstzerstörung. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine rosarote Brille auf, was die Zukunft angeht. Die Welt beschleunigt sich, wird komplexer, bietet uns mehr Möglichkeiten und gleichzeitig mehr Anlässe für mentale Zusammenbrüche. Wir erschaffen Waffen, die den Planeten mehrfach zerstören können, künstliche Intelligenz, die wir nicht vollständig verstehen, einen Kult um ewige Jugend und Biohacking, in dem viele glauben, wir seien kurz davor, Alter und Tod abzuschaffen. Und hier kommt wahrscheinlich mein härtester innerer Punkt. Ich bin überzeugt, dass wir sehr schnell den Sinn des Lebens verlieren, wenn wir irgendwann den Tod besiegen, ohne den Menschen einen neuen, tiefen Sinn zu geben. Steve Jobs sagte, der Tod ist wahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er zwingt uns, zu lieben, solange Zeit ist. Wichtiges vorzuziehen. Überflüssiges zu streichen. Wenn du wirklich verstehst, dass deine Zeit begrenzt ist, fängst du an zu fragen, wofür setze ich sie ein? Nimmt man den Tod weg, ohne den Menschen einen inneren Sinn zu geben, driften sie leicht in endlose Ablenkung, Konsum und innere Leere. Warum ich das alles ausgerechnet hier auf YouTube erzähle? Ich will euch keinen Uni-Vortrag halten. Ich beanspruche nicht die Rolle eines Gurus. Ich bin einfach Frederik, ein Mensch, der auch nach Antworten sucht. Dieser Kanal ist für mich ein Weg, zu teilen, was ich gefunden habe, wichtige Dinge laut auszusprechen, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir gemeinsam nachdenken können, statt jeder für sich allein. Ich glaube, dass solche Gespräche einer der ältesten und ehrlichsten Formate sind. So wie Schüler früher zu Philosophen kamen und einfach Fragen stellten, können wir hier über Stress reden, über mentale Gesundheit, über Berufung, über den Körper, über die Zukunft mit KI, über Glauben, Sinn, Burnout. Nicht um in einer Stunde alles zu lösen, sondern um eure Neugier auf euer eigenes Leben zu wecken. Meine Bitte an euch: Wenn das, was ihr gerade gehört habt, euch berührt hat, euch nachdenklich gemacht hat, euch wenigstens eine neue Perspektive auf Stress, Sinn, Energie, Gesundheit gegeben hat, dann bitte ich euch um 3 einfache Dinge. Erstens: Abonniert den Kanal. Für euch ist es ein Klick, für mich ist es ein klares Signal, dass ihr solche langen, ehrlichen, nicht einfachen Gespräche braucht. Jedes neue Abo sagt, Frederik, mach weiter, das ist nicht ins Leere. Zweit: Gebt dem Video ein Like. Die YouTube-Algorithmen achten zuerst auf Zahlen, nicht auf die Tiefe des Inhalts. Ein Like hilft, dass diese Folge Menschen erreicht, die sie gerade dringend brauchen, die vielleicht allein mit ihrem Stress sitzen und nicht verstehen, was mit ihnen passiert. Dritten: Schreibt einen Kommentar. Ich bitte euch wirklich, nehmt euch 2-3 Minuten und schreibt, was hat euch am meisten getroffen? Das Thema Stress, Sinn, Burnout, Körper und Gesundheit, Zukunft mit KI, die Krise mit 30 bis 40? Wobei seid ihr nicht einverstanden? Auch das ist wichtig. Worüber soll ich eine eigene Folge machen?
Eure Kommentare sind nicht nur Feedback, sie sind Rohstoff für kommende Videos, eine Landkarte dessen, was euch wirklich beschäftigt. Zum Schluss. Ich glaube nicht an ein Leben ohne Stress. Ich glaube an ein Leben, in dem Stress zum Trainingsgerät wird, nicht zum Gefängnis. Angst ein Signal ist, kein lebenslanger Urteilsspruch. Gesundheit keine Mode, sondern Basis ist. Sinn kein Modewort, sondern innere Stütze. Energie nicht nur aus Kaffee kommt, sondern aus dem, wofür ihr morgens überhaupt aufsteht. Wenn euch dieser Blick gefällt, abonniert den Kanal, gebt dem Video ein Like, teilt es mit Menschen, denen es helfen könnte und schreibt eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich heiße Frederik. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Passt auf euch auf euren Körper, euren Geist und eure eigenen Sinne. Wir sehen uns in den nächsten Folgen, wenn die Welt in eurer Person zeigt, dass sie sich genau dafür interessiert.